Und jetzt das Heute-Journal. Schönen guten Abend. Die WM 1974 wird in unserer kurzen Sendung gleich auch eine Rolle spielen. Zunächst schauen wir aber auf die Reise des Bundeswirtschaftsministers nach China. Dass die keine leichte sein würde, das war klar. Stimmungskiller sind aktuell die Strafzölle, die die EU auf hochsubventionierte E-Autos erheben will. Habeck wollte das Handelsproblem ansprechen, wohl auch beim chinesischen Ministerpräsidenten. Doch zu dem Treffen ist es nicht gekommen. Vielleicht, weil der Vizekanzler zuvor China öffentlich kritisiert hatte. Das kommt dort bekanntlich nicht gut an. Einen kleinen Erfolg konnte er dennoch erzielen. Luisa Huben. Dieser Tag in Shanghai, er endet für Robert Habeck positiver, als er angefangen hat. Das chinesische Außenministerium ließ am Abend mitteilen, dass man nun doch bereit ist, mit Europa über die Subventionierung von E-Autos zu sprechen. Wir sind lange nicht am Ende, aber immerhin ist es ein erster Schritt, der zuvor nicht möglich war zu gehen. Deswegen ist es heute ein guter Abend, wenn man versuchen will, ein Level Playing Field, also gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen einzuhalten und einen Zollkrieg, eine Zollauseinandersetzung zu vermeiden. Am Morgen hatte es danach nicht ausgesehen. Die Gespräche mit chinesischen Regierungsvertretern sind unterkühlt. Habeck bemüht, den Standpunkt Europas zu erklären, dass die EU die Zölle auf E-Autos erhöhen will, weil China die Branche unrechtmäßig subventioniere. Doch seine Gastgeber zeigen ihm gegenüber nur Unverständnis. Diese Maßnahmen stellen eine ernsthafte Störung der internationalen Wirtschafts- und Handelsordnung dar und behindern den globalen grünen und kohlenstoffarmen Übergang. Tatsächlich ist dies ein Versuch, die Entwicklung der chinesischen Industrie zu unterdrücken, was wir als unverhohlenen Protektionismus und unlauteren Wettbewerb beachten. Habecks geplantes Treffen mit dem Ministerpräsidenten platzt. Da hilft auch nicht, dass er so deutlich macht wie selten, warum Deutschland auf Abstand zu China geht. Wir würden anders und sicherlich nicht ganz so hart vorgehen bei der Analyse, wo wir Abhängigkeiten von Rohstoffen, von technischen Gütern haben, wenn es diesen Krieg bzw. die Unterstützung in diesem Krieg von China gegenüber Russland nicht geben würde. Gleichzeitig hofft Habeck, dass ein Handelskonflikt zwischen Europa und China verhindert werden kann. Ob das gelingt, werden die Gespräche zwischen Peking und Brüssel zeigen. Und damit gehen wir in die Schweiz. Die Wetterlage dort ist ähnlich wie bei uns vor 3 Wochen. Das Ausmaß der Katastrophe allerdings noch nicht. Und man kann den Schweizern wirklich nur wünschen, dass es dazu auch nicht kommen wird. Heftige Gewitter gepaart mit reichlich Schneeschmelze haben jedenfalls dazu geführt, dass Flüsse über die Ufer treten. In 2 Kantonen mussten Menschen evakuiert werden. 3 werden noch vermisst. Sven Klaas. Wassermassen, Felsen und Schlamm, die ins Tal stürzen, wie hier im Kanton Wallis in der Südwestschweiz. Häuser, die unter Geröllmassen begraben liegen. Rettungskräfte, die nach Verschütteten suchen, wie hier im Kanton Graubünden weiter östlich. Schmelzwasser in Kombination mit heftigen Unwettern hat Teile der Schweiz hart getroffen. Hunderte Menschen wurden evakuiert. Hier im Misoxtal suchen sie seit der Nacht nach Verschütteten. 3 Personen werden noch vermisst. Wir hoffen, dass sie leben. Aber es ist möglicherweise nicht davon auszugehen. Die Menge des Materials, das hier herunterkam, ist unglaublich. So etwas haben wir hier noch nie gesehen. In manchen Teilen der Schweiz ist innerhalb von 24 Stunden so viel Regen gefallen wie ansonsten im ganzen Monat. Die Bilder aus der Schweiz, sie wecken Erinnerungen an die dramatischen Hochwasser in Süddeutschland Anfang des Monats. Es gibt Parallelen. Die Luftmassen kamen abermals aus dem Mittelmeerraum. Dort konnten sie sich über dem zu warmen Mittelmeer mit ordentlich Feuchtigkeit vollsaugen und dann über den Alpen abregnen. Auch diese Autobahn in Richtung Süden in der Nähe des San Bernardino-Tunnels hat es erwischt. Sie zu reparieren wird wohl Monate dauern, mit Auswirkungen auch für deutsche Urlauber auf dem Weg in Richtung Italien. Ein beliebter Schweizer Urlaubsort war zeitweise komplett abgeschnitten von der Außenwelt, Zermatt im Kanton Wallis. Wassermassen im Ortskern gestern, nun müssen sie aufräumen. Und den Überblick über weitere Nachrichten, den hast du jetzt, Gundula.
Im Gazastreifen sind bei neuen israelischen Luftangriffen laut islamistischer Hamas mindestens 42 Menschen getötet worden. Unklar ist weiter, wer für den Beschuss nahe des Büros des Internationalen Roten Kreuzes im Süden des Gazastreifens verantwortlich ist. Dabei kamen 24 Menschen ums Leben. Die israelische Armee prüft, weist aber die Verantwortung bereits zurück. Bei einem russischen Bombenangriff auf ein Wohngebäude im ostukrainischen Charkiw sind wieder 3 Zivilisten getötet und mindestens 19 weitere verletzt worden. Charkiw ist immer wieder russischem Beschuss ausgesetzt. Präsident Selenskyj erklärte, der russische Terror müsse gestoppt werden. Dazu brauche die Ukraine dringend mehr Flugabwehrsysteme. Im Streit über den Haushalt 2025 will die SPD-Linke Kürzungen im Sozialbereich verhindern. Mit diesem Ziel hat sie ein Mitgliederbegehren beim SPD-Parteivorstand eingereicht. Sollte es zustande kommen, könnte es die Verhandlungsspielräume der SPD in der Ampelkoalition weiter einengen. Und wir haben die Gewinnzahlen vom Lotto für Sie. Ohne Gewähr 8, 9, 11, 21, 25, 30, Superzahl 1. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text. Nach vereinzelten, aber teils heftigen Gewittern wird das Wetter morgen überwiegend sommerlich sonnig. Meist freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Nur im Süden vereinzelt Schauer, 18 bis 25 Grad. In den nächsten Tagen sommerlich mit viel Sonne. Zunächst nur ganz vereinzelt, am Mittwoch wieder häufiger Schauer und Gewitter, 20 bis 30 Grad. So, und bevor wir gleich zum EM-Spiel zurückgeben, schauen wir auf ein WM-Spiel, das in die Geschichte eingegangen ist, genau heute vor 50 Jahren stattgefunden hat. Korrekt, 1974. Wer die WM gewann, das wissen hier wahrscheinlich alle, jung wie alt. Aber dass es zuvor einen Gegentreffer in der Vorrunde gab, der Westdeutschland erschütterte, sicher nicht. 1974, es war die Zeit der Mauer, des Kalten Krieges und des Eisernen Vorhangs, der auch beim Spiel DDR gegen BRD zu spüren war. Ein sportpolitischer Showdown, den völlig überraschend die DDR gewann. Die ehemalige DDR das erste Mal bei einer WM dabei und dann natürlich, dass wir die BRD schlagen, war für mich natürlich als junger Mensch sehr schön. Damals war ja die Bundesrepublik ein größerer Gegner mit ihren Profis und unsere Amateurfußballer, so war es ja gewesen, haben die große BRD geschlagen. Vom Sieg über den Klassenfeind, der am Ende für Beckenbauer und Co. aber auch was Gutes hatte, Andreas Weise. Die Sensation in der 77. Minute. Erich Hamann flankt, Jürgen Sparwasser nimmt den Ball mit und trifft. 1:0 für die DDR. Ich habe es erst begriffen, dass irgendwas im Busche ist, nachdem der Schlusspfiff gefallen ist. Und die Traube um mich herum immer größer wurde. Da hat es Klick gemacht. Nach dem Schlusspfiff im Hamburger Volksparkstadion Jubel bei den Kickern in Blau-Weiß. Die DDR gewinnt, gedrückte Stimmung bei der DFB-Elf. Doch selten hat eine Niederlage im Fußball so viel Gutes für beide Seiten gehabt. Dieses Spiel hat eigentlich nur Gewinner hinterlassen. Die DDR hatte den schönsten und tollsten Außenseitersieg gelandet. Sie hatte das andere Deutschland, das vermeintlich viel bessere Deutschland besiegt. Das ist ein Sieg, von dem zehren die Spieler bis heute. Und die Bundesrepublik hat diesen Sieg genutzt, um sich quasi als Mannschaft neu zu erfinden. Denn mit neuen Spielern, neuer Spielidee geht es dann bis ins Endspiel gegen die Niederlande zum Weltmeistertitel. Franz hat nach der WM öffentlich gesagt, dass er gibt dem Sparwasser die 23. Medaille. Da warte ich immer noch drauf und die Prämie ist auch noch nicht bei mir angekommen. Was bleibt, ist sein 1:0, ein Fall für die Geschichtsbücher. Und nach der Niederlage, noch am selben Abend, soll Franz Beckenbauer im Trainingslager jeden zusammengefaltet haben, der ihm vor die Augen gekommen ist. Die legendäre Nacht von Malente. Von der Geschichte jetzt aber zurück in die Gegenwart. Viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Bis morgen. Tschüss.